Wir rollen weiter. Ja, rollen oder schiebenderweise. Da vorne ist irgendwie ein kleiner Rastplatz, da gehen wir erstmal hin. Und das Problem ist, ich habe einen Platten. Jo, also bisschen früh eigentlich, würde ich sagen. Wir sind jetzt 500 Kilometer gefahren auf den Rädern. Eigentlich sollte da noch kein platter Reifen bei rauskommen, aber tja, kann natürlich immer irgendwas passieren. Keine Ahnung, über irgendein spitzes Teil oder sowas fahren. Das kannst du auch in den ersten 100 Metern mit einem neuen Reifen. Von daher, naja, ist jetzt so. Aber der Reifen verliert ganz, ganz langsam Luft. Ja, keine Ahnung, was es genau ist. Vielleicht ist es auch irgendwie das Ventil oder so, weil ich gestern ein bisschen Luft rausgelassen habe, um auf dem Sand zu fahren und danach wieder ein bisschen aufgepumpt habe. Und ein paar Kilometer später war dann irgendwie auf einmal, habe ich gemerkt, dass die Luft rausgeht. Ja, gucken wir uns jetzt an und ja, dann schauen wir mal. Wir sind jetzt an dem Rastplatz und ja, haben den Schlauch im Waschbecken sogar, also richtig mit Wasser, 4-mal kontrolliert. Ne? Ich 2-mal, du 2-mal. Mhm. Und es ist kein Loch zu finden. Es ging auch so langsam die Luft raus, dass ich mir eigentlich auch ziemlich sicher bin, dass es eigentlich kein Loch im Gummi sein kann. Weil das würde halt irgendwie auch dann aufreißen und größer werden und so weiter. Also so ein klitzekleines Loch, was man unter Wasser wirklich nicht sieht, das kann eigentlich echt nicht im Gummi sein. Dementsprechend bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das Ventil sein muss. Dass da irgendwie so eine kleine, keine Ahnung, eine kleine Undichtigkeit drin ist. Irgendein kleines Sandkorn oder sowas im Ventil, dass da ein ganz bisschen Luft rauskommt. Ja, kann man nichts finden. Also ich würde sagen, wir heben den Schlauch hier auf und tun einfach einen neuen Schlauch rein. So würde ich es auch machen. Ich gebe dem Ventil jetzt doch noch eine Chance. Also ich habe das Ventil da einmal richtig rausgeschraubt und das jetzt einmal so ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt werde ich da ein ganz bisschen Fett dran machen. Und dann werden wir es nochmal ausprobieren, ob ich nach wie vor Luft verliere. Ja, ist natürlich... Ja, wahrscheinlich müssen wir das Rad dann nachher nochmal wieder ausbauen. Aber keine Ahnung, ist dann so. Irgendwann muss man es ja irgendwie ausprobieren. Ob es nicht doch noch irgendwie funktioniert. Keine Ahnung. Ja. Also ordentlich gefettet. Dann wird es wieder reingeschraubt. Und dann gucken wir mal. Eigentlich muss es das sein. Also vielleicht hält es jetzt auch. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es jetzt hält. Mal gucken. Okay, also wir müssen mit einer Fähre fahren über den Thyborön-Kanal. Irgendwie so heißt der, glaube ich. Ist quasi eine Wasserstraße, die sich eigentlich im Endeffekt komplett durch ganz Dänemark zieht bis nach Aalborg. Und das Coole ist, Fußgänger und Radfahrer im Monat Juli dürfen umsonst mitfahren. Richtig cool. Sonst, was hattest du gesagt, 50 Kronen pro Person sonst? Ja, mit Fahrer und Fahrer. Also 100 Kronen hätten wir sonst ausgeben müssen. Das ist schon ein bisschen was, ne? 100 Kronen sind 10, irgendwie 13 Euro oder so. Ja, 13 Euro, ja. Cool. Sehr gut. Halbe Stunde warten, dann geht's weiter.
Sehr schön abwechslungsreich ist es auf jeden Fall hier in Dänemark. Eben noch an der Küste entlang gefahren und jetzt direkt durch einen fetten Wald. Richtig cool. Schöner kleiner Sandweg. Gar kein Verkehr. Kaum andere Leute unterwegs. Haben das eigentlich fast für uns alleine. Richtig, richtig schön und vor allem durch die Bäume. Guter Windschutz. Ich weiß gar nicht genau, von wo der Wind jetzt heute kommt. Ich glaube nach wie vor von Westen. Ich weiß gar nicht genau, in welche Richtung wir hier jetzt gerade fahren. Kein Plan. Aber auf jeden Fall ziemlich schön. Weiterhin. Richtig cool. Kurze Pause, wir sind kurz vor der Stadt Hanstholm. Da wollen wir heute Abend ankommen, noch ein bisschen einkaufen und da gibt es auch wieder einen coolen Shelterplatz. Und ja, wir fahren hier wieder durch so geniale Landschaften. Es ist einfach so weit alles und nirgendwo sind Häuser oder irgendein Zeichen von Zivilisation. Keine Felder, keine Elektroleitung oder sowas. Einfach nur Natur. Richtig, richtig schön. Da fahren wir jetzt noch irgendwie, ich weiß nicht, 6, 7 Kilometer oder so, glaube ich, weiter. Dann kommen wir in Hanstholm an. Und coole Neuigkeiten, mein Reifen scheint zu halten. Ja. Stimmt, den ganzen Tag. Ja. Der ist auf jeden Fall wieder dicht. Also es war das Ventil. Super, einmal wieder festgezogen. Naja, den ganzen Reifen auseinandergebaut. Hätte man nicht unbedingt machen müssen, aber egal. Jetzt hält es war kein Platter. Ja. Jetzt weißt du aber, wie man den Reifen abbaut. Und ich habe das erste Mal an dem Fahrrad den Reifen abgebaut. Das ist auch ja ein etwas anderes Stecksystem, irgendwie mit so einer langen Steckachse irgendwie. Ja, auch gemacht. Jetzt weiß ich auch, wie es geht. Sehr gut. Weiter geht's. Hi. Hi. Wir haben von ein paar Leuten so einen Tipp bekommen, dass man, wenn man in Dänemark reist, soll man containern. Und containern bedeutet beim Supermarkt in den Lebensmittelabfall reingucken, was da so liegt. Und habe jetzt gerade geguckt, die werden hier nicht abgeschlossen wie in Deutschland. Und sind 2 Blumenkohl, quasi da ganz bisschen schon
so, ja, super frisch sind die nicht, aber man kann das So ein bisschen abschneiden dann und sind die super, ja. die sind super. Und dann noch so ein Cool, Nektarin. Box mit Nektarinen, wo eine verfault ist, muss man eine rausholen, alle abwaschen und dann kann man sie alle wunderbar essen. Verrückt. Einfach nur verrückt. Blumenkohlbody. Große Blumennudelgeschichte sein. Na, was gibt's zu essen? Blumenkohl mit Nudeln. Genau. Ja, also mit Curry gewürzt. So ein Topf. Was richtig Feines. Mehr. Guten Appetit. Guten Appetit. Jo, und Frühstück steht an. Und wie immer Haferflocken. Diesmal allerdings mit besten Nektarinen von gestern. Und Chiasamen und Hanfsamen. Und. Ne, das war's, ne? Ja. Sehr gut. Und heißes Wasser. Und heißem Wasser, genau. Und dazu gibt es ein Zikorien-Kaffee bei mir. Und bei Olga ein Tee. Ein Tee. Bon Appetit. Guten Appetit. So, das ist Nummer 18. Unser Zeltplatz auf dem, wie heißt das hier, Blockhaus Camping? Blockhaus Camping, 3 Sterne Camping. 3 Sterne Camping für mit Waschmaschine und Internet 350 Kronen, 47 Euro. 47 Euro. Lala. Ich glaube, ich Das muss mindestens 2 Stunden unter der Dusche stehen. Genau. Das nutzen wir jetzt richtig Und schön aus. alles tun wir die Waschmaschine, was wir haben. Lala. Boah, echt krass. Vor allem ist es so voll. Ist irgendwie doch auch nicht so schön, finde ich. Ist schon viel los hier, ja.
Einfach nur Wohnwagen. Ja, dafür finde ich diese Shelterplätze, die wir die Tage davor hatten, viel, viel netter. Irgendwie 2, 3 Shelterplätze, vielleicht 2, 3 Nachbarn, überall so Natur um dich herum und Ja. Aber da kannst du halt nicht mit dem Wohnwagen hin, Ja, mit dem das stimmt. Wohnmobil, was die Leute hier halt machen. So. ja. Ja, und Aber, wir genau, brauchen einmal. Internet und eine Waschmaschine, von Und daher Dusche, einmal ja. können wir uns das gönnen. Ja. Weiter geht's. Nordseeküstenradweg im wahrsten Sinne des Wortes. Wir fahren am Strand entlang und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das der offizielle Weg ist. War nicht so ganz hundertprozentig eindeutig die Beschilderung, aber ja, also hier ist auf jeden Fall eine Straße, also hier fahren die Autos auf jeden Fall lang und ist auch entsprechend schön festgefahren der Sand, also man kann hier definitiv ganz gut fahren. Und ja, Wind passt auch. Kommt so von schräg hinten. Gucken, wie weit das jetzt geht, keine Ahnung. Das nächste größere Stadt ist irgendwie Löken oder so heißt es, glaube ich. 15 Kilometer. Keine Ahnung, ob wir jetzt 15 Kilometer am Strand fahren. Mal gucken. Ich war jetzt im Aldi und zwar das ist jetzt der letzte Aldi in Dänemark. Morgen geht es mit der Fähre nach Island und wir haben gehört, dass in Island es noch teurer sein sollte als in Dänemark. Deswegen haben wir hier was eingekauft. Wir haben einen neuen Anhänger. Das bauen wir jetzt einfach so. Und dann der hat das hier. Genau. Ich glaube auch. Ja, zum Glück haben wir hier die große Ortlieb Backpack 49 Liter Tasche. Da wird es, glaube ich, schon alles reinpassen. Gut, ein paar Sachen sind natürlich auch noch irgendwie für heute so. Gut, Bier auf jeden Fall. Und für die Fährüberfahrt halt auch. Also ja, so ein bisschen Brot und so. Da werden wir auch schon noch gut was von weghauen, bevor wir in Island ankommen, genau. Aber ja, nichtsdestotrotz ein ganz guter Einkauf, würde ich sagen. Gut, dann gucken wir mal, was wir verstaut bekommen. Und dann fahren wir aus der Stadt raus. Sorry. Und also wir sind schon in Hirtshals. Und dann fahren wir gleich ein kleines Stückchen aus der Stadt raus in den Wald. Da stellen wir unser Zelt auf. Und morgen früh fahren wir dann wieder in die Stadt. Und ich glaube, um 10:30 geht unsere Fähre. Müssen wir irgendwie um 8 oder so, glaube ich. 9, 10, 11. Ja, 7:30 oder so, glaube ich. 3 Stunden vorher soll man, glaube ich, da sein. Ja, das gucken wir morgen dann alles, beziehungsweise heute Abend. Und jetzt verstauen wir erstmal die Einkäufe. Wie weit ist es? Okay. Gucken, ob wir die Tasche jetzt noch zubekommen. Locker flockig. Ich glaube, das Bier müssen wir heute leider austrinken. Komplett oder wie? Oh la la. Okay, nächster Tag. Wir sind
langsam am Hafen angekommen. Gucken jetzt mal, wo der Check-in ist. Ist irgendwie 8:30 oder so. Wir sind recht früh dran, aber naja, lieber früh als spät. Wetter ist nicht so schön. Aber ich glaube, das Boot steht schon da. Ja, ist ein fettes Boot da hinten. Wow. Was dürfte das sein? Aha. Jo, Schon viele Autos da. gut ein paar Autos da, auf jeden. Tja, mal gucken. Das war Dänemark. Ja, aber ziemlich cool, würde ich sagen. Ja, war ein richtig guter Start für das Umrundung Nummer 2. So sieht's aus, genau. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video auf Island. Und jetzt müssen wir auch mal gucken, wie wir hier vorbeikommen. Ciao.